Das abschließende Ermittlungsergebnis im Fall der 71 toten Flüchtlinge auf der A4 wurde von der Polizei im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Am 27. August 2015 gegen 10:50 Uhr wollten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Potzneusiedl auf der Autobahn A4 Fahrtrichtung Wien im Gemeindegebiet von Parndorf in einer Pannenbucht einen abgestellten LKW kontrollieren. Die Polizisten öffneten den Laderaum und entdeckten darin eine vorerst unbekannte Anzahl an Leichen. Beamte der Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Burgenland führten die Spurensicherung am unmittelbaren Tatort durch. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der LKW in weiterer Folge zur ehemaligen veterinärmedizinischen Halle in Nickelsdorf gebracht. Nachdem die leblosen Körper ausgeladen und jeder einzelne Schritt fotografisch dokumentiert wurde, stand die Zahl mit 71 Leichen fest. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Opfer unter Beiziehung der Bestattung Wien in das Departement für Gerichtsmedizin nach Wien gebracht. Dort wurde die Obduktion vorgenommen. Ab dem 29. August waren 12 Beamte ausschließlich mit der Identifizierung der Leichen befasst. Derzeit wurden 69 Leichen eindeutig identifiziert. Ja, sehr geehrter Leiter der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, sehr geehrte Kollegen, meine Damen und Herren, ich darf Sie zur Pressekonferenz heute hier in Eisenstadt recht herzlich begrüßen. Wir wollen mit dieser Pressekonferenz heute den Fall der 71 Toten in irgendeiner Art und Weise für uns abschließen. Es ist nicht von ungefähr, dass morgen sich dieser Zeitpunkt wiederholt zum 3. Monat. Wenn wir zurückblicken, es war der 27. August, wo wir am späten Vormittag verständigt worden sind, dass im Bereich von Neusiedl, im Bereich von Parndorf, ein LKW vorgefunden worden sind, wo wir, wie wir alle wissen, in weiterer Folge 71 Menschen gefunden haben, die im Zuge einer Schleppung zu Tode gekommen sind. Es war, wenn wir jetzt zurückschauen, wenn wir jetzt zurückblicken, irgendwo auch ein Zeitpunkt der Ende August, wo diese Schleppertätigkeit im Burgenland, abgesehen von jenen Fällen, die dann oder jene Situation, die am 4. September stattgefunden hat, ein Höhepunkt war. Wir hatten damals im August durchaus täglich 300 bis 400 Schlepperaufgriffe im Bezirk Neusiedl am See. Und es war auch irgendwo ein Zeitpunkt, wo es dann sich die Situation in diesem Bereich Fremden- und Asylwesen komplett veränderte mit diesem 4. September, wo in weiterer Folge natürlich, wir wissen und wir kennen die Situation alle, die Menschen organisiert, sehr intensiv über Ungarn nach Österreich geführt worden sind. Und wir wollen heute hier einerseits den Fall in der Replik gerichtlich beurteilen, das wird dann der Leiter der Staatsanwaltschaft machen. Wir wollen andererseits auch irgendwo einen Schlussstrich für uns ziehen, wie ist es uns damit ergangen einerseits und wie ist es uns damit ergangen, diese Menschen auch zuzuordnen, die Menschen zu identifizieren, damit sie in weiterer Folge auch einerseits wieder zurückgeführt werden können in ihr Heimatland, damit sie bestattet werden können und andererseits eben in Österreich bestattet werden können. Wenn wir zurückblicken und kurz einen Überblick über die gerichtlichen Dinge machen, so ist es Faktum und so war es nach diesem 27. August doch ein schöner Erfolg der Exekutive, ein schöner Erfolg der Staatsanwaltschaft, dass es uns relativ rasch gelungen ist, hier die Täter namhaft zu machen, durch eine einerseits sehr gute Zusammenarbeit mit den ungarischen Kollegen, durch andererseits auch durch eine sehr gute und exzellente Tatortarbeit ist es uns gelungen, am LKW damals Spuren zu verifizieren, die unmittelbar auf die Täter hinwiesen, die unmittelbar zu den Tätern führten. Diese Täter, ein Afghane, 4 bulgarische Staatsangehörige, sind nach wie vor in Ungarn in Haft und gegen diese 5 Personen wird in dieser Causa weiterhin ermittelt.
Das, was in weiterer Folge, und das ist relativ rasch passiert, was aber in weiterer Folge dann für die Exekutive des Burgenlandes für uns eine große Herausforderung war, ist, diese Menschen zu identifizieren, diesen Menschen auch eine Identität und ein Bild zu geben. Und das ist uns, glaube ich, doch in den letzten 2-3 Monaten sehr gut gelungen. Wir konnten mit heutigem Tag 69 dieser Menschen eindeutig identifizieren. 69 dieser Menschen konnten ganz konkret zugeordnet werden. In 69 Fällen konnten Familienangehörige, konnten Bezugspersonen erhoben werden. Wir haben einen Fall noch ausständig, wo wir glauben zu wissen, wer dieser Mensch ist, wer diese Person ist. Hier erwarten wir noch Vergleichsmaterial, DNA-Vergleichsmaterial aus dem Irak. Und wir haben eine Person, wo wir überhaupt keine Zuordnung machen konnten. Das heißt, wir haben von diesen, und wir erwarten von diesen 71, dass wir 70 am Ende des Tages jetzt identifiziert haben bzw. identifizieren können. Und zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Person nicht identifiziert. Man muss sich das so vorstellen, dass wir natürlich, und da war es eine große Hilfe, dass wir hier über die Medien, über die Hotline Aufrufe gemacht haben, dass wir auch unterstützt wurden vom Islamischen Kultusverein, dass wir auch unterstützt wurden von den Medien in den Herkunftsländern, sodass doch einiges an Information zustande gekommen ist, dass einiges auch an Vergleichsmaterial zustande gekommen ist. Es ist beispielsweise gelungen, bei 44 Opfern diese mittels DNA-Vergleichsmaterial zu identifizieren. 21 Fällen konnten in weiterer Folge durch Fingerabdrücke identifiziert werden. Es ist in 56 Fällen zum Beispiel hat es von den Ermittlern auch einen direkten Kontakt mit Angehörigen gegeben, sodass wir am Ende des Tages jetzt dieses Ergebnis präsentieren können. Es sind beispielsweise durchaus auch Familien dabei gewesen. Es war eine Familie aus Afghanistan dabei, eine 6-köpfige Familie, Vater, Mutter, 3 Kinder, ein Cousin, eine weitere Familie, 3-köpfige Familie, wiederum aus Afghanistan und ebenfalls eine Familie mit 4 Angehörigen aus Syrien. Ansonsten gab es und gibt es einige Verwandtschaftsverhältnisse, Geschwister, Cousins, Vater, Sohn, aber das waren im Wesentlichen die Familienverhältnisse. Wenn wir im Konkreten bei diesen 71 Personen Bezug nehmen, woher kommen sie, dann können wir jetzt sagen, dass 21 dieser Menschen aus Afghanistan stammen, dass 29 dieser Menschen aus dem Irak kommen, dass 5 Iraner darunter waren, 15 Personen kamen aus Syrien und wie gesagt, eine Person konnte bis dato nicht identifiziert werden und konnte bis dato nicht zugeordnet werden. Was ist mit diesen Menschen passiert? Ich muss sagen, gab es hier wirklich eine doch sehr gute und tolle Zusammenarbeit, auch mit den Behörden in den betroffenen Staaten, sprich mit den Behörden in Afghanistan, mit den Behörden im Irak, sodass es durchwegs gelungen ist, sämtliche Personen bis auf 15 in die Herkunftsländer zu überführen. Großteils wurden die Kosten von externen Organisationen, von staatlichen Institutionen übernommen. Insbesondere hier die irakischen Staatsangehörigen wurden teilweise, also großteils alle in ihr Heimatland überführt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden sich noch 5 Leichname in der Gerichtsmedizin Wien. Davon werden in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen 3 ebenfalls in den Heimatstaat überstellt werden. 15 Personen wurden bereits bestattet in Österreich. 15 Menschen wurden am Zentralfriedhof Wien bestattet. Das sind hauptsächlich Menschen aus Afghanistan und Menschen aus Syrien, die hier nicht dem kurdischen Teil zugeordnet werden konnten. Summa summarum bleibt für uns, wie gesagt, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. Für uns ist auch insbesondere deswegen der gerichtliche Teil dieser Amtshandlung nicht mehr in Österreich geführt wird, hier in weiterer Folge mit der Identifizierung dieser Opfer die Tätigkeit abgeschlossen. Uns bleibt es Danke auch zu sagen, danke
in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Eisenstadt. Das war wirklich eine exzellente Zusammenarbeit. Danke zu sagen, aber auch an die Kolleginnen, an die Kollegen. Zwei dieser Kollegen sitzen ja repräsentativ heute hier, nicht nur hier in Burgenland, sondern auch Kollegen, Tatortkollegen aus den anderen Bundesländern, speziell Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, haben hier wirklich exzellent und rasch und unbürokratisch und wirklich ausgezeichnet zusammengearbeitet. Hier möchte ich mich ganz im Speziellen bedanken. Und schlussendlich muss man auch sagen, dass dieser Fall, dieser 27. August, irgendwo auch ein symbolischer Akt bleiben wird, ein symbolischer Fall bleiben wird in der Kriminalgeschichte oder in der Geschichte der Landespolizeidirektion Burgenland. Wird hier dieser Vorfall natürlich wesentlich seinen Platz einnehmen. Und das, was ich hoffe, wenngleich das natürlich ein schrecklicher Fall ist, dass es auch nicht in Vergessenheit gerät angesichts der aktuellen Situation, angesichts der aktuellen Flüchtlingssituation. Wenn ich jetzt zurückblicke und wenn man das vielleicht in einer Replik beurteilen kann, mit welchem Druck diese Menschen in diesen LKW eingestiegen sind, mit welchem Druck diese Menschen in weiterer Folge hier geschleppt und unter welchen Umständen diese Menschen geschleppt worden sind, glaube ich, so muss man, sollte man das auch immer irgendwo im Hinterkopf haben, wenn man heute über Flüchtlinge, wenn man heute über Menschen urteilt, wenn man heute Menschen hier salopp irgendwo kriminelle Dinge unterstellt, wenn man heute salopp sagt, das sind nur Wirtschaftsflüchtlinge, muss man auch immer wieder bei dieser Beurteilung, glaube ich, im Hinterkopf haben, wie es diesen Menschen dabei geht, welchen Druck und welche Dingen sie ausgesetzt sind. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass dieser Vorfall auch unter diesem Aspekt auch in der Zukunft in den Köpfen der Menschen und auch in den Köpfen der Entscheidungsträger erhalten bleibt. Dankeschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ebenfalls begrüßen zu dieser Pressekonferenz. Drei Monate nach dieser unfassbaren Tragödie ist der österreichische Teil der Ermittlungen weitestgehend abgeschlossen. Ich kann Ihnen heute hier ein paar Zahlen, Leistungszahlen der Staatsanwaltschaft Eisenstadt präsentieren. In diesen 3 Monaten wurden von der Staatsanwaltschaft 57 Anordnungen erlassen. Es wurden 7 Rechtshilfeersuchen ins Ausland gerichtet. Es wurden 8 Sachverständigengutachten eingeholt. Und insgesamt haben die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Eisenstadt rund 250 Arbeitsstunden in die Aufklärung dieses wohl einzigartigen Straffalles investiert. Wir haben am 8.10.2015 ein Übernahmsersuchen an die Staatsanwaltschaft Keskimet gerichtet, wo wir aufgrund der Zuständigkeitsumstände, aufgrund der Ermittlungsergebnisse zum Ergebnis gekommen sind, dass dieses Verfahren am besten konzentriert von den ungarischen Behörden geführt werden kann. Am 5.11.2015 haben wir die offizielle Mitteilung der ungarischen Behörden bekommen, dass sie diesen Tatkomplex, also dass sie die Strafverfolgung zu diesem Tatkomplex übernehmen. Das heißt, die weitere Strafverfolgung, die Weiterführung des Ermittlungsverfahrens, die allfällige Durchführung eines Hauptverfahrens wird von den ungarischen Staatsanwaltschaften und Gerichten weiter betrieben werden. Das heißt aber nicht, dass wir unsere Unterstützung für die ungarischen Behörden mit heute einstellen. Wir sind im engsten Kontakt mit unseren ungarischen Ermittlungspartnern. Die bekommen vollständig unsere Ermittlungsergebnisse. Sie haben bereits jetzt den vollständigen Ermittlungsakt und werden auch in Zukunft alles von uns erhalten, was wir zu dieser Strafsache an Ermittlungsergebnissen noch nachgereicht bekommen. Gleichzeitig stehen wir natürlich auch im Rechtshilfeweg, beziehungsweise auch in sehr enger inhaltlicher Abstimmung für kurzfristige Ermittlungshandlungen, die in Österreich durchzuführen sind,
zur Verfügung. Das folgt alles in sehr, sehr enger Abstimmung mit den ungarischen Behörden. Für das österreichische Strafverfahren zu diesem Tatkomplex bedeutet das, dass das abgebrochen ist. Eine endgültige Einstellung des Strafverfahrens in Österreich zu diesem Tatkomplex wird erst dann erfolgen können, wenn es in Ungarn rechtskräftige Urteile und auch Strafverfolgung, also Strafvollzug gibt. Bis dahin ist das Verfahren eben abgebrochen und die europäischen Haftbefehle gegen die 5 Beschuldigten, die in Ungarn in Haft sitzen, wurden widerrufen. Zu lösen sind die Strukturerhebungen, die ja weiterhin in Österreich zu führen sind. Das heißt, da geht es um die Hintergründe dieser Tätergruppe, um die Strukturen, die diese Schleppungen ermöglicht haben. Die werden weiters auch von Österreich in Zusammenarbeit mit unseren Ermittlungspartnern im Ausland weiter betrieben werden. Ich glaube, heute findet ein Strafverfahren in Oberösterreich statt, das einen Bezug zu dieser Tätergruppe hat. Auch diese Ermittlungsansätze, die zu Standpunkten in Oberösterreich führen, sind Gegenstand unserer Ermittlungen, die einerseits über das Landeskriminalamt Burgenland und andererseits auch zentral über das Bundeskriminalamt geführt werden. Weiters gibt es da auch eine Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, die von Eurojust koordiniert wird. Ich habe Ihnen, glaube ich, bei der ersten Pressekonferenz schon zugesichert, dass wir nichts unversucht lassen werden, um möglichst alle Aspekte dieser Tat aufzuklären. Dazu bekenne ich mich nach wie vor. Nur die schnellen Erfolge, die wir zu den unmittelbaren Tätern vorweisen konnten, sind natürlich in dieser Ebene nicht mehr möglich. Aber es wird weiterhin auf Hochdruck versucht, auch die nächsten Ebenen dieser Taten strafrechtlich auszuforschen und auch soweit möglich strafrechtlich zu überführen. Der Herr Landespolizeidirektor hat die Qualität der Zusammenarbeit ausdrücklich gelobt. Ich kann dieses Lob und diesen Dank nur zumindest mit gleicher Intensität, wenn nicht noch mit mehr, zurückgeben. Es wurde hier, glaube ich, vorbildliche Arbeit geleistet und es gibt schon einen externen Grad, der die Qualität der Ermittlungen, die hier gepflogen wurden, widerspiegelt. Es ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass beinahe alle Opfer ausgeforscht werden konnten und unter diesen Tatumständen. Das zeugt von einer sehr sorgfältigen Tatortarbeit ab der ersten Minute. Das zeugt von einer sehr sorgfältigen Dokumentation und Aufarbeitung aller Informationen, die zu dieser Tat, zu den Tätern, aber insbesondere auch zu den Opfern verfügbar waren. Das war eine mühsame Kleinarbeit, Zusammensetzung vieler Teile, Beischaffung vieler Informationen von vielen Einrichtungen, die hier von der Kriminalpolizei, von den Kräften des Innenministeriums erfolgreich bewältigt wurde. Ich möchte mich ausdrücklich bedanken nochmal bei den Kräften der Landespolizeidirektion Burgenland, bei den Kräften des Bundeskriminalamtes, bei den kriminalpolizeilichen Kräften, die abseits dieser Bereiche diese Amtshandlung unterstützt haben. Und ich denke, es ist auch nicht selbstverständlich, dass man 3 Monate nach so einer Tat den ungarischen Behörden Ermittlungsergebnisse mit einer doch sehr dichten Verdachts- und Beweislage übergeben konnte, die den Ungarn eine doch sehr effiziente Weiterbetreibung dieses Verfahrens ermöglichen werden.